Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und insbesondere liebe Angehörige, wie gern hätte ich Sie alle heute hier in der Gedenkstätte Lager St. Postel persönlich begrüßt und mit Ihnen den 75. Jahrestag der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers St. Postel zu begehen. Es ist der Tag, an dem wir derer gedenken, die hier in St. Postel und den hunderten Arbeitskommandos gelitten haben und gestorben sind. Es ist der Tag, an dem wir gemeinsam mit Ihnen um Ihre Angehörige, Väter, Großväter und Onkel trauern und ihre gedenken. Wie gerne hätte ich Sie bei unserem Generationenabend getroffen. Angehörige aus vielen Ländern Europas und der ganzen Welt, um uns kennenzulernen, auszutauschen, Freundschaften aufzufrischen oder neue zu schließen. Aber Sie alle sind selbst von den einschneidenden Maßnahmen betroffen, die zur Eindämmung der globalen Covid-19-Pandemie überall getroffen wurden. Auch wir haben zum Schutz unserer Gäste und unserer Kolleginnen und Kollegen die Gedenkstätte geschlossen und alle Veranstaltungen abgesagt. Um aber an diesem so wichtigen Datum, dem 75. Jahrestag der Befreiung der Kriegsgefangenen, Zivil- und Militärinternierten und der KZ-Häftlinge im Stalag 10b, trotzdem eine würdige Gedenkveranstaltung ausrichten zu können, haben wir die Veranstaltung in einer virtuellen Form für das Internet gestaltet. Viele Grußworte, Botschaften und Zuschriften aus der ganzen Welt haben uns im Vorfeld erreicht und ich freue mich sehr, dass wir einige dieser Beiträge in diesem Film präsentieren können. Ein zentrales Element der Gedenkveranstaltung ist die Präsentation des Call for Remembrance, einem temporären Gedenkort, an dem sich viele von Ihnen mit Beiträgen beteiligt haben. Viele weitere Beiträge, teils längere Videobotschaften und historische Filmaufnahmen von der Befreiung finden Sie auf unserer Homepage. Heute vor 75 Jahren, am 29. April 1945 gegen 16 Uhr, wurde das Kriegsgefangenenlager St. Postel nach letzten heftigen Gefechten von britischen Kampfverbänden befreit. Dafür ist ihm nicht genug zu danken. Der 20-jährige britische Aufklärungssoldat Major Frank Clark war einer der ersten, der das befreite Lager betrat. Frank Clark schreibt: Wir hatten die Schrecken des Krieges gesehen, aber das hatten wir erwartet. Was wir jetzt sahen, waren wandelnde Skelette, lebende Leichen. Es war so unglaublich, so schrecklich, dass es mir alle Gefühle von Sympathie oder Mitleid aus dem Leib riss. Ich war emotional tot. Diese politischen Gefangenen hatten keine Kontrolle mehr über ihre Umstände. Sie waren auf einen Zustand reduziert worden, in dem sie sich nicht mehr an menschliche Standards anpassen konnten. Wir haben mehrere solcher Aussagen von britischen Soldaten und sie drücken für mich oftmals eindrücklicher die katastrophale Situation in St. Postel aus, als es jeder Forschungsbericht könnte. Gerade solche verstörenden Zitate und das Wissen um den anschließenden unermüdlichen Einsatz der zahlreichen britischen Militärärzte, Sanitätssoldaten, Krankenschwestern und Freiwilligen, der tausenden unterversorgten Menschen in St. Postel das Leben gerettet hat, sollten einem immer wieder vor Augen führen, wie wichtig es auch heute ist, existenziell bedrohten Menschen, beispielsweise an den europäischen Grenzen, bedingungslos zu helfen. Wenn wir heute den 75. Jahrestag der Befreiung des Stalag 10b St. Postel begehen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass mit der Befreiung St. Postels das Leiden und Sterben noch nicht beendet war. Noch über eine Woche und tausende weitere Tote sollte es dauern, bis die alliierten Armeen das nationalsozialistische Deutschland am 8. Mai 1945 endlich besiegten und alle Menschen in den Lagern befreiten hatten. Im Anschluss werden Sie nun Videogroßbotschaften aus der Landes- und Kommunalpolitik, der Kirche, von Angehörigen ehemaliger britischer Soldaten, ehemaliger Kriegsgefangener, Zivilinternierter und KZ-Häftlinge sehen. Dazwischen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte die Kränze im Gedenken an die Verstorbenen niederlegen. Es folgt der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil. Vielen Dank.